Was bedeutet es eigentlich, wenn man von einem Zwei-Wege- oder Drei-Wege-System spricht? Als erstes müssen wir natürlich klären, was es mit der Bezeichnung überhaupt auf sich hat. Grundsätzlich kann man mit einer sogenannten Frequenzweiche das Musiksignal nach Frequenzen getrennt aufteilen. Teile ich das Signal zum Beispiel in Tiefton und Hochton, so spricht man von zwei Wegen. Kommt dann noch ein extra Bereich im Mittelton dazu, haben wir schon drei Wege. Der Menge der Unterteilungen sind keine Grenzen gesetzt. Üblich sind aber maximal 4 Wege und sehr selten noch mehr. Ein Einwegesystem gibt es nominal nicht. Es wird dann von einem Full-Range-System gesprochen, bei dem ein oder mehrere Lautsprecherchassis das gesamte Signal verarbeiten müssen. Eine mittlerweile auch häufig eingesetzte Variante ist der sogenannte halbe Weg, also zum Beispiel 2,5 Wege. Hier arbeiten 2 Tieftöner gemeinsam im Bass, aber nur einer spielt bis in den oberen Mitteltonbereich. An dieser Stelle wird schon deutlich, dass das Wegesystem nichts mit der Menge der Chassis im Lautsprecher zu tun hat, sondern nur damit, in wie viele Teilbereiche die Frequenzweiche das Musiksignal aufteilt. Auf die Frage, ob eine Variante besser ist als die andere, kann man nur salomonisch antworten. Es kommt darauf an. Bei kleinen Systemen wie Kompaktlautsprechern hat sich das Zweiwegesystem allgemein durchgesetzt, weil es mit Abstand der beste Kompromiss aus Baugröße, Klang und Kosten ist. Wird der Lautsprecher größer und soll sehr tiefe Frequenzen und hohe Pegel wiedergeben, hat sich in den allermeisten Fällen das Dreiwegesystem durchgesetzt. So können spezialisierte Tieftöner mit viel Hub arbeiten und die Mitteltöner von dieser Belastung befreien. Bedeutet das, dass ein Kompaktlautsprecher mit 3 Wegen oder ein Standlautsprecher mit 2 Wegen nicht so gut sein kann? Darauf ein ganz klares Nein. Es spielen so viele Faktoren beim Klang eine Rolle, davon ist die Menge der Wege nur einer. Also, es ist wie immer im HiFi. Vergleicht verschiedene Lautsprecher vorurteilsfrei und entscheidet dann nach persönlichem Geschmack und den heimischen Räumlichkeiten. Das war doch dieses Mal ein einfaches Thema. Also, direkt eine weitere Folge von Audio Experts anschauen. Tschüss und bis bald auf diesem Kanal.